Here we are, in a land of wild mountains, deep valleys and limitless trails, a place where silence speaks louder than words, and every climb, every turn, every descent writes its own story. Wenn ich schon aufstehe? Das ist eine gute Frage. Oh, sauber. Da wir jetzt an Tag 1 echt nicht viel geschafft haben, weil wir erst um 6 Uhr losgefahren sind. Wir haben jetzt ein paar Meter auf der Teerstraße. Ist nicht schön, muss aber. Ja, wir haben uns ja im Vorhinein alle drüber Gedanken gemacht, was wollen wir auf dieser Reise machen. Und wir wollen erstens Bikepacking machen und auch Enduro-Touren fahren. Und dann haben wir eben einen Kompromiss draus gemacht. Diese Runden, was wir eingebaut haben, dienen erstens als Zeitpuffer und zweitens einfach, dass wir Spaß ohne Gepäck mehr auf dem Radl haben und so klassische Enduro-Touren fahren können, wo wir dann am gleichen Ausgangspunkt wieder rauskommen, wo wir gestartet sind. Ersten Meter, wie fühlt sich der Arsch an, Bini? Wäre ein riesiger blauer Fleck. Aber das wird dann die nächsten Tage besser, meine ich. Rede ich mir zumindest ein. Das ist wichtig. Morgen. Aufwachen. Der Berg ruft. Der Berg. Und, wir haben geschlafen. Ja, geht so. Ui. Ich hab aber aufgewacht. Ja, ja. Also so kann man ein Frühstück ausschauen. Jum, jum, jum. Stay hydrated. Wie sind die Wasserstellen so? Klar und kühl. Was für mich bei der Routenplanung auf jeden Fall Challenge war die Zeit richtig einzuschätzen. Wie viel Zeit brauchen wir für den Content, den wir produzieren wollen, und dann nochmal für die Strecke und die Höhenmeter, wo wir am Tag zum Fahren haben. Und der andere Punkt ist, am Ende des Tages brauchen wir einen Schlafplatz, was zum Essen und wollen uns irgendwo noch waschen. Hey, schaut wieder ganz anders aus wieder.
Ja. Acht. Ich mach keinen Service. Und? Da ein bisschen Achte drin. Oh je. Brauchst das Speichentool? Ja. Mhm. Ja, kannst du machen, dann Full Service. Ich muss gerade eben schauen, da Aha. passt irgendwas nicht. Mhm. Ja, ist gut. Gefällt mir. Ja, gleich hab's gekriegt. Okay. Ja, ist aber schnell gegangen. Ja, ich bin ein guter Mechaniker. Fast Service. Ja, wie bei der Formel 1 da. Boxenstopp. Also zwei Defekte. Verbogener Bremshebel und Chassetten geht durch. Einen hättest du noch. Dass da dieses Insert nicht gegangen ist. Das was der einpresst, ist die Verzahnung. Ja, das war jetzt richtig nice. Ja, passiert ist, dass ich beim Auffahren laut durchtreten habe. Der Grund an dem Ganzen war eine defekte Hinterradnaben. Ja, so war es einfach unmöglich, dass ich weiterfahre. Das Resultat daraus war, dass ich einfach eine neue Narben brauche und ich halt nicht irgendwo in einem Bergdorf finde, sondern da in eine nächstgrößere Stadt fahren muss. Da hoffen, dass ich das Ersatzmaterial kriege. Jo, ziemlich kacke. Also, mein Laufrad hinten ist kaputt, der Freilauf. Beim ersten Radgeschäft war ich auch schon, beziehungsweise war ich dann auch doch nicht, weil das gibt's nicht mehr. Jo, jetzt müssen wir mal weiter schauen, wie wir weitermachen. Da war es eigentlich perfekt, wenn man was dazu Fahrt aufstellen. Das sind jetzt die ersten Meter allein auf der Suche nach dem Laufradl. Schauen wir mal, wie es geht. Oh je. Ich war jetzt da hinter mir in dem Radgeschäft. Die haben auch gesagt, man kann es nicht reparieren. Naja, sie haben mir eine Adressen gegeben, der wo anscheinend mehr an Enduro schraubt. Keine Ahnung. Jetzt fahre ich mal da hin. Jetzt ist 8 Uhr. Ich habe mein neues Laufradl. Da hinten ist alte. Das bringe ich morgen in der Früh zur Post. Dann sollte ich spätestens Mittag wieder bei den anderen sein. So geil kann es gehen. Ja, das war eigentlich ganz witzig, wo ich dann in der Nacht geschlafen habe. Das war neben so einem Bach. Und den Schlafplatz habe ich eigentlich nur ausgesucht, weil 5 Minuten davor entfernt die nächste Poststelle war, wo ich dann mein kaputtes Laufradl wieder heimschicken habe können. Morgen erste und letzte Nachzugriff. Den treffen wir heute wieder. Der hat sein Laufradl gefunden. Ein Cuneo. Wir stehen jetzt mal auf und fahren dann los. Es ist der nächste Morgen. Ich bin gerade am Zusammenpacken. Ja, bis dann auf Nacht habe ich fast ein bisschen vergessen zum Filmen, weil es waren echt viele Eindrücke, also vom schönste Nacht bis zum, ja, eigentlich aus der Tour für mich. Und dann doch wieder, weil ich halt dann was Passendes gefunden habe. War gestern eine ziemliche Achterbahnfahrt. Jetzt haben wir in der Dorfmetzgerei Salami und Mortadella gekauft. Dann bin ich noch zum Bäcker gefahren, habe mir ein Baguette gekauft. Jetzt fahre ich ein paar Meter, dann suche ich mir ein schönes Platz und da wird dann gefrühstückt.
Wow. Bis zum Moped. Wieder hinter dem Beni hergefahren bin und er mir voll zerrissen hat, er den Stor rausgerissen hat, habe ich mir gedacht, wow, das schaut jetzt richtig besser aus für uns. Und dann nur im Hinterkopf zu haben, dass jetzt der Berni unten im Tal steht und ready war, wieder weiterzufahren. Es ist ja, Alter, die Wiedervereinigung. Hallo. Und wie war's? Wir haben 3 Minuten zu spät. Ich nehme es auf meine Kappe. Okay. Voll auf die Fresse gehauen. Alles in Grande. Unser Ziel. Ausblick ist sauschön. Ja, hab ich gerade aufgelegt. Bei mir feuchtet es ein bisschen so. So schau ich aus. Aber die Aussicht ist wirklich gigantisch. Guten Morgen, wir sind jetzt gerade aufgestanden. Jetzt schauen wir gerade wegen dem Wetter. Weil irgendwie soll es halt gewittern. Direkt am Mittag, wo wir auf der Tour sind. Und am Abend auch. Und es zieht jetzt auch schon zu. Wie ich dann an dem Tag aufgewacht bin und dann wirklich die Wetter-App so schlecht war und bis graue Gewitterreizung ist, habe ich mir gedacht, scheiße, können wir diese Tour halt überhaupt starten? Was machen wir halt, wenn es die ganze Zeit regnet, weil das Gewitter am Berg war wirklich der Worst Case gewesen.
Ziel von der Reise war grundsätzlich mal, dass wir schauen, wie wir miteinander harmonieren bei so einer Aktion. Hinblickend auf das, dass wir in die nächsten Jahre sowas vielleicht wieder machen, wie wir dann auch miteinander auskommen in irgendwelche Extremsituationen, wenn mal irgendwas schief geht, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es einfach mal ungemütlich wird. Genau, das war so der Kern. Hallo. Wir sind wieder aufgewacht. Und ich glaube, jetzt machen wir uns gleich mit der Motorsand über den Kopf drüber. Oh. Hast du gesagt, wer da macht? Nö. Ich höre es nur die ganze Zeit, dass es ziemlich nah ist. Okay. Das ist der Mühlenbesitzer. Wahrscheinlich. Der alte Mann. Kommt nicht mit der Knarre, sondern mit dem Motorsand. Hallo. Bernie, wie war die Nacht? Richtig gut geschlafen. Boah, schau, wie cool das ausschaut da hinten. Alter. Am vorletzten Tag, glaube ich, war es beim Bergauffahren, habe ich mal einen ziemlichen Mental Breakdown gehabt. Da ist mir echt ein bisschen schwer gefallen, dass ich die Motivation finde, einfach weil es der vorletzte Tag war und irgendwie die Motivation ein wenig weg war, weil ich ein bisschen traurig war, dass es schon vorbei ist. Nein! 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 Scheiße! What happened? Ja, ist kaputt. Warte mal. Komm mal her, kann man das nicht da wieder irgendwie reinklicken? Oh ja. Weiß ich nicht. Ja, nicht da. Hä? Ein Beni hat's geschmissen! Ich glaube, das ist ausgebrochen. Und der Bohrverschluss ist kaputt! Weiß ich gar nichts. Na, Bohr ist wieder eingelegt, der hat gleich wieder ready. Und den mache ich auch noch weiter zu. Passt. Es ist jetzt gerade 5:30. Wir haben gerade auf den Regenradar geschaut. Wir haben die Tropfen. Ja, wir haben jetzt schon die ersten Tropfen gespürt. Wir müssen jetzt schnell unser Lager aufgeben. Oh Mann. Gut, dass wir jetzt kommen. Wie wir dann vom Ring aufgeweckt worden sind um 6 in der Früh, haben wir uns echt gedacht, fuck, wir brauchen nur Schlaf und können wir die Tour halt überhaupt starten. Es steht nicht dort, dass wir nicht reingehen dürfen. Ja, was gut ist. Und wir sind Sportler und es ist ein Sportheim eigentlich. So hier und dann so mal. Bitte, bitte dürfen wir schlafen. Bitte, bitte. Okay, kommt rein. Mache euch Kaffee und Tee. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Das haben wir jetzt trocken, haben sogar Dusche, Klos. Naja, schauen wir mal, wenn jemand kommt, was er sagt. Falsche Route gewählt mit Google Maps. Da unten war gestanden, no GPS. Aber ich glaube, das ist da. Na, das ist ein Wohnwagenverleih da. Ah, Wohnwagenverleih, das stimmt. Dauercamperplatz.
Schaut der verrückt aus, der Baum. Da war das Ziel. Und da sind wir. Ja, letzten paar Meter beide Bremsbeläge verschlissen. Und jetzt noch. Wow. Geil, geil. Jawohl, sauber. Ja, Mann. Aua. Ach, geil. Sehr schön.